Beispiel 3: Die Administrativhaft. Im Gegensatz zu normalen Haftstrafen wird die sogenannte Administrativhaft nicht nach einem Urteil der Judikative angetreten. Sie erfolgt auf Anordnung der Exekutive und beruht weder auf einer Anklage noch einem ordentlichen Gerichtsverfahren. In diesem rechtlichen Paralleluniversum gelten eigene Regeln. Diese Form der Haft wird präventiv eingesetzt, denn sie soll keine tatsächlich begangene Straftat ahnden, sondern eine Person daran hindern, in Zukunft eine Straftat zu begehen, die als Bedrohung für die Sicherheit des Staates angesehen wird. Das Völkerrecht bietet diese Möglichkeit nur in sehr strengen Grenzen und in bewaffneten Konflikten mit Besatzungszonen. Nur außergewöhnliche Einzelfälle mit strikten Sicherheitsgarantien, um den Inhaftierten und seine Rechte vor Willkür zu schützen, können mit einer solchen Maßnahme gerechtfertigt werden. Israel nutzt diese Maßnahme aber schon seit Jahrzehnten im Konflikt mit den Palästinensern und verletzt mit dieser Rechtspraxis grundlegende rechtsstaatliche Garantien. Israel stützt sich dabei auf 3 Gesetze: die Militärverordnung 1651 im Westjordanland. Sie bildet die häufigste Grundlage für die Anwendung der Administrativhaft gegen Palästinenser. Artikel 285 ermächtigt den zuständigen Militärkommandanten im Westjordanland, eine Person bis zu 6 Monate zu inhaftieren. Er muss noch nicht einmal die Gründe benennen, warum diese Person die öffentliche Sicherheit in der Region gefährdet, was der Willkür natürlich Tür und Tor öffnet. Das Gesetz über ungesetzliche Kombattanten von 2002 sollte ursprünglich nur ermöglichen, auch libanesische Staatsangehörige inhaftieren zu können, wurde aber später auf Palästinenser ausgeweitet. Auch hier bleibt die Definition der Unlawful Combatants mehr als vage und beschreibt sie als Person, die direkt oder indirekt an Feindseligkeiten gegen den Staat Israel teilgenommen hat und nicht den Status eines Kriegsgefangenen genießt. Hier gibt es noch weniger Schutzmechanismen und theoretisch ist eine unbegrenzte Haftdauer möglich. Das Emergency Powers Detention Law von 1979 ist das einzige, das sich gegen israelische Staatsbürger richtet und auch für Palästinenser mit Wohnsitz in Ostjerusalem Anwendung findet. Es bietet mehr Schutzmechanismen wie eine richterliche Prüfung und wird sehr selektiv und nur in Einzelfällen gegen jüdische Extremisten wie orthodoxe Siedler angewandt. Wie ihr seht, sind die 3 Gesetze darauf ausgerichtet, eine Kontrolle durch Gerichte und eine effektive Anfechtung der Entscheidung möglichst zu minimieren. Die Entscheidung des Militärkommandanten stützt sich meist auf als geheim klassifizierte Beweise, die weder dem Inhaftierten noch seinem Rechtsbeistand mitgeteilt werden, was eine erfolgreiche Verteidigung schon unmöglich macht und gegen das Recht auf ein faires Verfahren des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verstößt, den Israel 1992 ratifiziert hat. Danach muss dem Beschuldigten eine Anklageschrift oder konkrete Vorwürfe gegen ihn mitgeteilt werden. Diese Beweismittel müssen offengelegt werden, damit dem Rechtsbeistand des Beschuldigten die Möglichkeit gegeben wird, diese anzufechten. Immerhin muss nach 8 Tagen eine richterliche Überprüfung durch einen Militärrichter stattfinden. Aber auch diese Entscheidung kann sich auf die geheimen Beweise stützen, was die Verteidigung dazu zwingt, gegen unbekannte Vorwürfe zu argumentieren. Mit wenig Aussicht auf Erfolg natürlich. Somit stellt die Administrativhaft eine bequeme Alternative dar, wenn Beweise für eine Verurteilung vor einem ordentlichen Gericht nicht ausreichen würden. Besonders bedenklich ist die Möglichkeit, die Haft in regelmäßigen Abständen immer wieder verlängern zu können, da es keine Begrenzung der Gesamtdauer der Haft gibt. Auch dies verstößt gegen internationales Recht, das eine klar definierte Dauer der Haft vorsieht. So können völlig unschuldige Menschen über Jahre hinweg ohne Anklage oder Urteil inhaftiert bleiben, gefangen in einem Rechtsvakuum und einem Zustand permanenter Unsicherheit. Anstatt als letztes Mittel zur Abwehr einer akuten Gefahr zu dienen, wird die Administrativhaft genutzt, um die rechtlichen Hürden und Garantien des Strafrechts zu umgehen.